Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, schau mal, ein Ovtcharka. Nun, in der Welt der Hundefreunde hat dieser Satz schon etwas Gewicht, sorgt gleich mal für Neugier, Respekt oder Begeisterung, möchte ich sagen. Es gibt ja nicht nur den Ovtcharka, 3 Ovtcharki werden vom FCI offiziell als Hunderasse anerkannt. Und jeder davon ist vom typischen Haushund etwa so weit entfernt wie die Erde vom Mars, meiner Meinung nach. Weshalb das so ist, werden wir uns in diesem Video jetzt gleich etwas näher ansehen. Also, bis gleich. Nun, was stellt man sich unter einem typischen Haushund vor? Schöne Spaziergänge, harmonisches Treffen mit anderen Hundebesitzern, Spiel und Spaß zu Hause oder auswärts, eventuell Hundesport, einen Begleithund für den Alltag, oder? Ja. Es gibt natürlich spezielle Begleithunderassen, klar, aber auch typische Arbeits- oder Gebrauchshunderassen taugen meistens als vollwertige Begleithunde, möchte ich sagen, wenn sie in diese Richtung gehalten werden. Natürlich bewegt sich das auch hier von halbwegs einfach zu behandeln, wie als Beispiel Golden Retriever, bis zu etwas schwieriger mit Grönlandshund, aber die Basis ist zumeist immer da. Echte Herdenschutzhunderassen sind hierbei eine Kategorie für sich allein, ganz sicher. Die 3 vom FCI anerkannten Ovtcharki sind solche Hunde. Ich war schon häufig Zeuge von Diskussionen, in welchen es um das Thema Herdenschutzhunde ging und Dinge besprochen wurden in der Manier von ein Herdenschutzhund wäre etwas kompliziert für den normalen Alltag mit einem Hund und so weiter. Da waren häufig Leute drinnen, zumeist waren das Herdenschutzhunde-Mix-Besitzer, die erbost reinschrieben, aber mein Herdi-Mix ist so nicht. Liebe Herdi-Mix-Besitzer, das glaube ich Ihnen sofort. Ich glaube Ihnen auch sofort, wenn Sie behaupten, dass Ihr Malamut-Dobermann-Mix einen fantastischen Schutztrieb vorweist, obwohl man dem Malamut ja nachsagt, so wie es bei den meisten Schlittenhunden der Fall ist, dass kein Schutztrieb vorhanden ist. Ja? Hier hat dann halt der Dobermann ein Wörtchen mitgeredet. Ja? Oder wenn Sie sagen, Ihr Greyhound-Rottweiler-Mix glänzt am Abrichteplatz, obwohl man sagt, dazu taugen Windhunde nicht. Ja? Hier hat der Rottweiler aufgezeigt. Klare Sache. Also, wenn Ihr Herdi-Mix vor Spielfreude strotzt, häufige Umgebungswechsel liebt und Fremde freundlichst begrüßt, dann können Sie davon ausgehen, dass hier die Genetik des Elterntieres, welches kein Herdenschutzhund war, zuschlägt. Ganz sicher. Herdis sind verkannte Wesen, das habe ich schon oft gelesen und gehört. Worauf resultiert das? Nun, weil diese Hunde häufig als schöne, große Begleithunde erworben werden. Das ist nun mal so, doch das sind sie nicht. Ein reinrassiger Ovtcharka pfeift Ihnen aufs Beispiel. Der pfeift Ihnen auf Tumult in der Hundefreilaufzone oder auf schöne Wanderungen. Den Hundesport können Sie sich sonst wohin stecken und fremde Personen sind der Feind. Das ist nun mal so.
Und wenn solch ein Hund derartiges Verhalten in der Welt der Schmusis an den Tag legt, ja, dann kann er ganz schnell mal verkannt werden. Die 3 Ovtcharki sind der südrussische Ovtcharka. Ja, auch wenn dieser Hund einem riesigen weißen Bearded Collie ähnelt, täuschen Sie sich nicht, das ist ein waschechter Wolfstöter. Der zentralasiatische Ovtcharka, gerne auch Alabai genannt, und der wohl bekannteste, der kaukasische Ovtcharka, der bis heute als Diensthund bei der russischen Armee zum Einsatz kommt, hauptsächlich für Wach- und Schutzaufgaben eingesetzt wird. Ja. Die Ovtcharki, die durchliefen so wie alle echten Herdenschutzhunderassen die härteste Selektion. Und körperlich oder geistig schwächelnde Hunde kamen da nicht durch. Hier galten seit jeher Eigenschaften wie Wetterfestigkeit, Härte, Kraft, Selbstständigkeit, Wachschutz und Kampftrieb, aber auch Leichtfutterigkeit zu forcieren. Denn obwohl diese Hunde sehr groß und stark sind, sind sie erstaunlich genügsam, wenn es um die Menge ihrer Mahlzeit geht. Das sind effektivste Futterverwerter, die Herdenschutzhunde. Im Erwachsenenalter sind diese Hunde ernst und seriös. Obwohl sie außerordentlich schnell sein können, werden Sie einen reinrassigen Ovtcharka nur selten im vollen Sprint erleben. Arbeitende Ovtcharki konzentrieren sich zumeist aufs Wesentliche, und das ist der Schutz der ihnen anvertrauten Nutztierherde, und darin sind das Chefs. Bären, Wölfe oder Raubkatzen finden im Ovtcharka, der niemals alleine auf weiter Flur steht, einen grimmigen, entschlossenen und fähigen Gegner wieder. Ist so. Auch Menschen, welche nicht zur Familie zählen werden, wenn sie dem Hund anvertrauten Gebiet zu nahe kommen, unmissverständlich gewarnt. Und nimmt man solche Warnungen dann nicht ernst, dann wird es schnell auch sehr, sehr gefährlich. Ganze Hundetypen, welche über Jahrhunderte immer auf selbe Sichtweise ihres Lebens hin selektiert wurden. Dann werden diese im Zeitraum von 5 vom Großstadtzüchter hervorgebrachten Generationen noch nicht aus ihrer Genetik rausradiert haben. Ganz sicher nicht. Und wenn Sie dann einen Ovtcharka erworben haben und mit diesem dem tollen Hundealltag Ihres Nachbarn mit dem lustigen deutschen Schäferhund nacheifern wollen, dann sind Sie mit Ihrem Ovtcharka dabei genauso gut aufgehoben wie ich auf einer Bühne bei meinem Versuch, Nessun Dorma von Giacomo Puccini zu singen. Ja, ungefähr so. Als Halter eines Ovtcharka brauchen Sie Haus, großen Garten mit guter Umzäunung, ländliches Gebiet, weg vom Tumult einer Stadt, Hundeverstand, Einfühlungsvermögen, keine Absichten in Richtung Hurra! Lass uns öfter richtig Action erleben. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja? Außerdem brauchen Sie die Möglichkeit, Ihren Hund sicher zu verwahren, wenn Sie häufiger für den hundfremden Besuch empfangen wollen. Ja? Das kann ich Ihnen nur raten. Ja? Das ist öde. Was machen Sie mit solch einem Hund? Ja? Das frage ich Sie. Ja? Herdis werden verkannt, weil sie falsch gehalten werden. Ein Ovtcharka ist ein Herdenschutzhund oder ein Grundstücksbewacher mit inniger Beziehung zu seiner Familie. Ein Ovtcharka ist kein Begleithund, kein Sporthund, kein Spielchenhund, auch wenn Ihr Herdemix das vielleicht ist. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.